Servus liebe Rebikerinnen, servus liebe Rebiker. Heute möchte ich euch eine der legendären Kultfahrradmarken aus den USA präsentieren, nämlich den Fahrradhersteller Cannondale. Die wurden schon 1971 im Bundesstaat Connecticut an der amerikanischen Ostküste gegründet. Cannondale schaffte es vom Start weg für Schlagzeilen in der Fahrradbranche zu sorgen. Denn Cannondale setzte von Anfang an auf Alurohre. Und das zu einer Zeit, als Fahrradrahmen klassischerweise noch aus Stahl gefertigt wurden. Und das zeigte Cannondale auch stolz im Design seiner Aluminiumrahmen. Die auffälligen Alurahmen verhalfen Cannondale schnell zu großer Bekanntheit. Und Cannondale trieb sein Entwicklungs-Know-how der Alurahmen immer weiter voran. Die Rohre wurden immer größer. Und trotzdem konnte man das Gewicht der Rahmen immer weiter senken. Grund dafür? Die großen Alurohre machten die Rahmen steifer, wodurch die Rohrwandungen der Alurohre immer weiter gesenkt werden konnte. Das Ergebnis waren leichte und richtig steife Alurahmen. Sogar viele Jahre später, als andere Hersteller dann schon auf Carbonrahmen setzten, konnte Cannondale sich mit seinen Aluminiumrahmen immer noch behaupten. Die leichten und steifen Rahmen führten immer wieder zu Spitzenwerten in der Fahrradbranche. Selbst im Rennradbereich blieb Cannondale lange Jahre dem Aluminiumrahmen treu. Die legendären Cut-Rahmen waren immer eine Referenz für Leichtbau und Steifigkeit. Das nächste Ausrufezeichen in Sachen Optik konnte Cannondale mit seinen selbst entwickelten Federgabeln setzen. Als erstes brachte Cannondale die legendäre Headshock-Gabel auf den Markt. Eine Federgabel, bei der das federnde Element direkt unter dem Steuerrohr platziert wurde. Als nächstes sorgte Cannondale mit der Lefty-Federgabel für Furore in der Fahrradbranche. Denn die Einarmgabel polarisierte und hatte das Potenzial, die Meinungen der Fahrradwelt zu spalten. Nicht jeder fand Gefallen an der Optik der Einarmgabel. Und dennoch, technisch gesehen hat die Lefty alle Argumente bei sich. Denn die Gabel ist extrem steif und enorm leicht. Das Steifigkeits-zu-Gewichtsverhältnis ist also eindeutig ein Argument für die Lefty-Gabel. Grund für die Steifigkeit trotz der Einarmbauweise: im Inneren der Gabel sitzt ein Vierkant-Aluminiumblock mit 4 Gleitflächen, auf denen 88 Nadellager laufen. Und das beschert der Gabel enorme Torsionssteifigkeit. Apropos Nadellager. Die 88 Nadellager der Lefty sorgen auch dafür, dass die Gabel ein unvergleichlich geschmeidiges Ansprechverhalten hat. Die Gabel spricht sensibelst auf die kleinsten Unebenheiten an und sorgt für ultimativen Fahrkomfort. Bleiben wir gleich beim Fahrkomfort, denn gerade der Komfortaspekt ist ein weiteres Alleinstellungsmerkmal für Cannondale Bikes. Cannondale Bikes fanden sich enorm gutmütig, bieten viel Komfort, auch aufgrund der ergonomischen Sitzpositionen. Und dann wäre da noch das Thema mit der Sicherheit. Denn wie schon angesprochen, führen die Headshock- und Lefty-Gabeln durch ihre Steifigkeit zu enorm viel Lenkpräzision. Das vermittelt dem Fahrer totale Fahrstabilität und eben Fahrsicherheit. Diesen Aspekt greift Cannondale bis heute auf und zieht ihn konsequent durch seine Produkte durch. Sicherheit bieten Cannondale Bikes vor allem in den sogenannten Equipped-Varianten. Die Equipped-Varianten, so wie hier beim Moterra Equipped vor mir, sind Modelle, die ab Werk mit Vollausstattung kommen. Lichtanlage, Gepäckträger, Schutzbleche, all diese Zusatzausstattung ist ab Werk an den Rädern montiert. Wenn du an einem E-Bike interessiert bist, das durch eine eigenständige Formensprache heraussticht, das von A bis Z durchdacht ist und viele praktische Detaillösungen bietet, vor allem aber dir ganz viel Fahrsicherheit gibt, dann solltest du dir unbedingt die Marke Cannondale anschauen. Du findest in unserem Rebike Online-Shop eine Vielzahl an Cannondale-Modellen zu Bestpreisen. Ich bin mir sicher, dass du da dein Traumrad finden wirst. Alle Bikes sind refurbished, also general überholt, womit wir dir unser Rebike-Qualitätsversprechen garantieren können. Viel Spaß beim Stöbern!